Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau und einige andere Sachen. Leute, ich bin echt momentan was traurig. Und zwar, ich hatte jetzt die ganze Zeit während Corona und so mein Schild im Keller liegen. Und warum auch immer, gut, der ist schon einige Jahre alt, also ich schätze mal so grob 10, hat er jetzt angefangen zu krebsen. Na, das ist mein Schild, ne? Einer von meinen. In letzter Zeit habe ich den eigentlich nur noch benutzt, aber aus irgendeinem Grund hat der Latexkrebs gekriegt. Ja, dann würde ich mal sagen, an ein paar Stellen habe ich schon mal drum gefrickelt. Dann werde ich das ganze Ding jetzt mal abziehen und dann werde ich den neu machen müssen mit Flexipaint. Weil der ist so schade, dass ich ihn wegwerfe. Wird wieder eine scheiß Arbeit, kennt das ja schon. Aber, wer rastet, der rostet. Wir gucken mal, was wir aus dem Ding noch wieder machen können. Mal schauen. Wird wahrscheinlich einiges runtergerissen werden müssen. Ich hoffe nur, dass der Drache hält. Und dann schauen wir mal. Fangen wir mal an. Bleibt dran. Wir sehen uns. Ja Leute, für die, die noch keinen Latexkrebs bisher mal gesehen haben. Ihr seht hier dieses Runzli. Sieht ein bisschen aus wie so eine alte vertrocknete Pflaume. Hier kann man vielleicht was besser sehen. Das ist aber schon trocken. Also, der klebt schon nicht mehr. Das ist dann quasi schon toter Latexkrebs. Wie gesagt, ärgert mich jetzt ein bisschen, weil ich mir ziemlich viel Mühe, ihr seht ja, alle Schuppen hier, das sind alles einzelne Latexkleckse gewesen, die ich drauf gemacht habe. Aber, naja gut, dann werden wir das Ganze neu machen. Ich hoffe mal, dass ich nicht zu viel kaputt mache beim Runterholen. Hier an ein paar Stellen bin ich schon mal drüber gegangen. Habe dann schon mal so ein bisschen angehoben, um zu gucken, wie es abgeht. Aber das ist, naja, müssen wir mal gucken. Also drunter ist es klebriger wie oben drauf. Dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an und hoffen, dass ich so halbwegs runterkriege. Das ist dann immer die Frage, ob die Leute sich sowas dann wieder restaurieren wollen, weil das ist arbeitstechnisch, naja, auch nicht gerade unaufwendig. Aber wenn man es halt selber macht, dann geht es eigentlich noch. Es hängt halt auch immer viel davon ab, wie es abziehbar ist. Also ich sag jetzt mal, wenn das hier so mehr oder weniger weiter an den Stellen so geht, dann kann man das noch, ist das noch vertretbar. Das war auch eine Heidenarbeit. Ich weiß nicht, wie lange ich da jetzt wahrscheinlich dran sitze. Ich will euch damit auch nicht so langweilen. Nur mal so ein bisschen was davon zeigen. Ja, aber es ist halt traurig. Ich habe mir bei dem Ding eigentlich richtig viel Mühe gegeben und auch viel Arbeit reingesteckt, weil es halt für mich selber auch nochmal eine andere Sache ist. Aber so prinzipiell, ich sag jetzt mal, wenn die Mitte schon so wie das jetzt hier abgeht, dann geht's eigentlich. Wie gesagt, ich werde das Ganze dann aber nachher damit Flexipaint neu machen. Weil das ist so schade bei der Arbeit. Wie gesagt, er hat jetzt, also, ich weiß es nicht, 10 Jahre vielleicht nicht, aber so 7 oder 8 Jahre hat er jetzt gute Dienste geleistet. Und hat er hier im Keller Latexkrebs kriegt, also, weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ist ja Latex, wie ich euch ja schon mal erklärt habe, das ist ein Naturprodukt. Und irgendwann kriegt das Zeug immer Latexkrebs. Das könnt ihr machen, was ihr wollt. Irgendwann ist es soweit. Da könnt ihr die beste Lagerung haben und die beste Silikonspray und Talkumpulver drauf sprühen und keine Ahnung was. Also irgendwann ist es immer. Ja, wenn ich das hier so sehe. Werde ich wahrscheinlich das meiste hier runterreißen müssen. Ja, dann habe ich hier mal so das ganze Latex und alles runtergeschnitten. Also meiste auf jeden Fall. Müsst ihr mal gucken, da hat eine gute scharfe Cutterklinge und dann relativ flach. Hat so ein bisschen was vom Filetieren, wenn er dann so ganz dünne drunter schneidet. Alles habe ich noch nicht. Werde wahrscheinlich auch hingehen und
nachdem ich das Ganze nochmal drüber schleife, denke ich mal, werde ich auch noch erstmal hier unten noch ein bisschen Fliegengitter mit reinmachen, um das Schild gegen Wegknicken zu stabilisieren. Und dann denke ich mal, werde ich noch mal eine Schicht Matte, jetzt weiß ich noch nicht, ob ich eine 3er oder eine 6er nehme, noch mal drüber, damit das Ganze nachher wieder schön eben ist. Weil durch das Schneiden, ihr seht das ja hier, ist schon nicht so ganz so eben geworden. Wie gesagt, ich werde das Gröbste dann gleich noch beischleifen. Und dann werde ich das dann halt dann da drauf wieder neu aufbauen. Auf der Rückseite habe ich auch was großzügiger. Alles weg. Dann werde ich hier nochmal den Rand mit Fliegengitter nochmal stabilisieren. Und dann mal gucken, werde ich wahrscheinlich hier auch noch mit einer Matte oder was drumherum machen. Das muss ich aber noch gucken. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht mache ich auch nicht. Ne? Das Ganze hier noch ein bisschen. Ja, mal schauen. Ich weiß es noch nicht, wie ich es genau mache. Die Rückseite, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Wie gesagt, ich werde jetzt dann hier auf der Seite dann mal anfangen, das Ganze zu schleifen. Ich muss noch gucken, dadurch, dass ich hier an ein paar Stellen ja wieder mit Heißkleber gearbeitet habe, schneide ich das dann lieber auch weg. Das ist nämlich dann etwas angenehmer zu schleifen. Da müsst ihr nicht diese harte, ich sag jetzt mal harte Schicht dann erstmal wegschleifen, bevor dann an der Matte dran kommt. Arbeitstechnisch wird das natürlich wieder eine Heidenarbeit, aber ich will auch wieder ein schönes Schild haben. Ja, viel Schleifen später, so gefühlt eine halbe Stunde, habe ich jetzt hier vorne, hinten, wie ihr seht, ist immer noch alles am Vollfusseln. Ja? Dementsprechend sehe ich auch gerade aus. So. Wie gesagt, hat jetzt eine Weile gedauert, alles abzuschleifen. Mit einer Maschine geht es vielleicht schneller, aber mit der Hand habe ich irgendwie mehr Kontrolle über das, wo es weg soll. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht alles komplett rausgeschliffen. Jetzt werde ich hingehen. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich noch so ein Fliegengitter hier habe. Und werde jetzt erstmal dann hier so das Ganze noch ein bisschen versteifen, sage ich jetzt mal. Also ein breites Teil brauchen wir nicht. Nur so ungefähr die Hälfte. Unten die Spitze kommt dann ein größeres Stück rein, damit man das auch gut auf die Spitze stellen kann. Das habe ich nämlich bis jetzt an dem Ding nicht drin. Und dann gucken wir mal. Vielleicht nehme ich die Teile auch für hier die Seite, weil die sind ein bisschen länger. Mal gucken, was ich hier noch so rumliegen habe. Für die Seite. Ja, tun wir ein bisschen improvisieren. Das Ganze klebe ich mit Heißkleber fest. Ich habe so ein bisschen nämlich Angst, dadurch, da ich das relativ großzügig weggeschnitten habe, dass sich nachher hier an den Rändern vielleicht die Regentonne lösen könnte. Muss nicht, aber ich sag jetzt mal, schaden kann das aber auch auf keinen Fall. Ja? So, mal schauen. Muss ich noch gucken, dass ich dann nachher hier noch Luft zum Rand lasse. Weil ich da ja auch noch ein bisschen rumkleben muss. Jetzt muss ich natürlich noch überlegen. Sag schnell, wie ich dann hier das mit der Matte mache. Da bin ich noch nicht so ganz schlüssig. Da muss ich mal gucken. Also die Rückseite habe ich jetzt rundherum alles mal eingeklebt. Wie gesagt, hier runter auch nochmal, dass das Ganze was steifer wird. Jetzt habe ich mir für die Seite auch noch so ein kleineres Stück gemacht.
Und zwar hat den Hintergrund, um das Ganze noch ein bisschen zu stabilisieren, damit man das nachher besser dann auch auf die Spitze stellen kann. Weil die Urversion, wie ihr gesehen habt, die hatte das nicht. Können wir natürlich auch noch größer drauf machen. Ne? Ich habe jetzt hier nur so ein paar kleinere Stücke drauf gesetzt. Macht das auch extra mit Heißkleber, weil das wird dann etwas steifer dadurch. Und dann später kommt dann noch gleich noch eine Lage 6er Matte mit Pattex drüber. Und dann wird das eigentlich reststeif. Nur immer dran denken, Leute, da er genug Platz hier zum Rand lasst, so 1-2 cm, wenn er noch mal ein bisschen nachschleifen müsst oder sowas, ist das halt besser. So ein Zentimeter reicht eigentlich auch, aber ich lasse immer so ein bisschen mehr Platz. Das ist nicht schlimm. Wie gesagt, das Ganze, das ist jetzt zur Stabilisierung. Können wir natürlich auch Leder oder irgendwas einkleben. Aber das würde ich dann nicht unbedingt mit Heißkleber machen. Wie ihr seht, das versteift das Ganze dann schon. Und wenn dann jetzt noch der Pattex mit der Matte drauf kommt, dann kann man das Ding auch gut auf die Spitze stellen. Nur so als kleiner Tipp, wenn ihr natürlich einen größeren Schild habt, dann kommt auch immer drauf an, wie hier unten, also hier wo der Kern ist, da kann ja nichts wegbiegen, aber je länger das nach unten weg ist, umso eher würde ich dann gucken, also am besten auf beide Seiten dann so eine Schicht dann mit Fliegengitter einklebt. Zur Stabilisierung, damit das sich dann nicht wegbiegt. Ne? Wenn das jetzt hier seht ja mittlerweile, wenn das, ne, also kann man schon vorher, das ging so, ne? Kennt ihr ja vielleicht von euren Schilden. Nur so als kleiner Tipp, ne? Damit ihr das dann ein bisschen steifer kriegt, damit sich das nicht wegknickt. So beim Turmschild oder so, wo ihr halt nur so einen Kern von der Tonne drin habt, der wirklich nur halt so in der Größe ungefähr ist. Habt ihr unten vielleicht noch so einen halben Meter, wo halt nichts ist. Und dann könnt ihr dann Fliegengitter, am besten wie gesagt 2 Lagen rein. Einmal außen, einmal innen eine Lage und dann ist das Ding nachher fast steif wie ein Brett. Wie gesagt, ihr habt ja dann hier noch in den Poren, also diese Viereckchen, die kleinen vom Fliegengitter, da geht ja dann der Pattex noch rein und wenn dann eine Matte drüber kommt, ist das richtig steif. Ne? Das klappt eigentlich ganz gut. Nur so als Erklärung. So, die Seite, die werden wir jetzt mit Pattex machen. Dann kommt da eine 6er Matte drüber. Ich habe mich jetzt für eine 6er, ich weiß am Überlegen eine 3er, aber ich glaube eine 6er machen wir hier noch drüber, weil der ist durch das Schleifen schon relativ dünn geworden. Und auf der Rückseite dann hier so die Kanten hier und so, das machen wir dann auch alles mit 6er. Ich habe jetzt eine schwarze Matte genommen, also Gott sei Dank ist das Schild nicht größer wie 1 Meter. Da kann man das dann gut drauf machen. Ja, dann muss ich die ganze schwarze Matte jetzt quasi mit Pattex einkleben, dann nehmen wir wieder den guten alten Klassik für. Und dann halt die Schildoberfläche dann auch noch. Ich nehme extra diesmal einen neuen Pinsel, weil man damit das schneller und auch, ich sag jetzt mal, dünner auftragen kann. Denkt dran, dass ihr guckt, dass ihr in einem Raum am besten irgendwo draußen oder was macht, wo ihr noch Luft habt. Hier unten im Keller werde ich jetzt gleich erstmal das Fenster was aufreißen, aber das wird auch nicht allzu viel bringen. Aber wie gesagt, immer gut lüften bei so Sachen. Vor allen Dingen bei der Fläche. Wie ihr seht, allzu dick trage ich nicht auf. Das reicht eigentlich, wenn das relativ dünn, weil das ja ein Kontaktkleber ist. Also ich kenne welche, die haben für sowas eine ganze Dose gebraucht, für so eine Fläche. Und dann für den Schild selber auch nochmal eine ganze Dose. Also wie gesagt, also ordentlich auftragen, aber nicht halt so Zentimeter dick oder Millimeter. Naja, Zentimeter sind vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so ordentlich auftragen, nur halt nicht, dass das so schon runterläuft. So, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Ganze hier eingepinselt habe. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das Ganze jetzt hier irgendwie so drauf kriegen. Das müssen wir jetzt mal schauen. Das wird jetzt ein bisschen kniffliger. Ich hoffe mal, dass das von der Länge und
so funktioniert. Hier oben habe ich schon ein bisschen zu kurz. Habe ich schon. Das ist natürlich nicht so toll. Naja, gut. Im schlimmsten Fall müssen wir halt noch ein bisschen später dann improvisieren. Also hier ist es halbwegs bündig. Hier geht es auch. Das Stück kann man schon abschneiden, so ein bisschen. Lassen wir noch stehen. Und gröbst kann man schon wegschneiden. So. Sieht doch schon mal ja nicht so schlecht aus. Einzigste, ich habe hier oben, aber nicht schön bündig. Ist da runtergefallen. So. Hier oben habe ich nicht so ganz bündig gemacht, aber das ist nicht so schlimm. Ups. Da werde ich sowieso noch ein bisschen was umändern hier oben. Da wollen wir noch gucken, da war ich nie so ganz zufrieden mit. Ich hatte ja hier immer so ein Dreieck drauf. Ja, da muss ich mal gucken, da mache ich noch irgendwas anderes. Aber da bin ich noch nicht so ganz schlüssig, was ich mache. Jetzt können wir auch noch ein bisschen abschneiden. So. Dann können wir noch gucken, noch ein bisschen nachdrücken. Also Ding an den Rändern. Danach gut klebt. Aber momentan würde ich sagen, sieht es gut aus. Jo, kann man so erstmal lassen. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal trocknen. Und dann schauen wir mal mit der Innenseite. Das Ganze haben wir jetzt einen Tag mal trocknen lassen. Um sicher zu gehen, dass das auch richtig hier ausgemüffelt ist. Und ich im Keller auch wieder Luft kriege. Habe jetzt die ganze Nacht das Ding hier mal liegen gelassen. Mit dem Fenster offen. Jetzt schneiden wir hier erstmal, was noch so am Rand übersteht, ab. Also auf jeden Fall so grob. Den Rand, den muss man dann später noch schleifen. Aber das mache ich erst, wenn ich hier die Seite noch drauf habe. Ja, hier sind noch, da muss ich noch wahrscheinlich hier noch ein bisschen was abschneiden. Das ist nicht so ganz bündig. Hier ja, da nicht. Da muss ich noch gucken. Aber das mache ich dann erst, wenn ich hier drauf habe. Und dann werde ich dann nochmal was nachschneiden. Hier auf der Seite ist es richtig bündig. Hier habe ich, glaube ich, ein bisschen zu viel schräg geschnitten. Aber ist nicht schlimm. Ich habe hier noch von der alten noch ein bisschen was drauf. Statt wegschneide, wird das hier wahrscheinlich auch bündig sein. Ja, wie gesagt, das mache ich. Oder, ach, wir gehen jetzt schon mal drüber. Ist egal. Schleifen müssen wir sowieso. Größeren Cutter. Ja, ich hoffe, das kann man sehen. Ist noch nicht ganz bündig, aber das ist noch der Rest von dem, was ich hier drauf geklebt hatte. Wenn ich den jetzt hier runterschneide, dann ist er doch weitgehend bündig. Aber wie gesagt, den Feinschliff, das mache ich dann später. Zwar habe ich hier ein paar Stücken 6er Matte vorbereitet. Die werde ich dann hier so dran kleben. So, soweit der Plan.
müssen wir auseinander machen. So. Und jetzt sich hier alles so ein bisschen rund hier dreht. Da muss ich auch noch gucken, dass ich das noch festmache, bevor ich anfange zu pinseln. Ich habe das hier auch ein bisschen überlappender gemacht. Also ein bisschen weiter. Werde ich jetzt hier 2 Streifen werde ich dann hier außen machen und dann noch hier so das Innen. Fangen wir mal an. Ich werde jetzt erstmal hier so den schmalen Streifen machen, wenn ich schon mal einen Anfang habe. Dann habe ich jetzt erstmal hier die Rückseite auch alles soweit verklebt. Da stellen wir noch ein bisschen nachschleifen, aber jetzt machen wir erstmal hier so den Rand. Also gefühlt eine halbe Stunde später habe ich einmal rundherum alles so gut es ging rumgeschliffen. So ein bisschen wellenförmig ist es noch. Ich glaube ein bisschen muss ich noch ein paar Stellen hier so ein bisschen was nachgehen, aber so im Großen und Ganzen sieht es schon mal ganz gut aus. Ja, dann haben wir das Ding jetzt hier schon mal. Ich würde mal sagen, wie gesagt, gerade schon, ich werde da wahrscheinlich mal einen Dreiteiler draus machen. Das ist jetzt einer von meinen Schilden. Wenn ihr mal öfters so Sachen sehen wollt, auch von anderen Waffen wieder, so Reparaturen oder irgendwas, so was man noch machen kann, könnt ihr mal drunter schreiben. Denkt dran, abonnieren und die Glocke nicht vergessen, da ihr keins meiner Videos und Projekte verpasst. Dann würde ich sagen, dann machen wir an diesem Teil erstmal Stopp. Im nächsten Teil machen wir dann die Metallbeschläge drumherum und machen das Ganze erstmal wieder komplett hübsch. Und im dritten werden wir das Ganze dann pinseln und dann wieder auf Vordermann bringen. So, dann hoffe ich mal, das ganze Projekt gefällt euch mal wieder. Ne? Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und wenn Fragen oder irgendwas sind, denkt dran, unten Kommentare schreiben. Wie gesagt, wenn ihr mehr von so Sachen mal sehen wollt, könnt ihr gerne schreiben. Oder wenn ihr mal was habt, von mir auch zuschicken. Ne? Je nachdem, müssen wir mal gucken. So wie ich Zeit habe, mache ich dann dazu auch da mal ein Video. So, wie gesagt, wünsche ich noch einen schönen Tag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte, beziehungsweise wenn das Projekt hier fertig ist, für ein neues. Man sieht's.